And you don't really want to leave. I mean, why should one want to leave? I feel that I have a right to live here and I have a right to do what I want to here. Perhaps in another place I won't feel that I have that right because, you know, I will be a foreigner there. I'm not a foreigner here. I'm born here. I'm bred here. I'm a citizen of this country, you know. So I just feel it's my right, and I've always felt that I must assert those rights. And I have to fight for those rights, and nobody has the right to stop me. Wenn man in Karachi ist, stößt man unweigerlich auf den Namen Sheema Kermani. Sie ist eine der führenden Schauspielerinnen und Tänzerinnen der Stadt. Aber sie ist mehr, denn sie nützt ihre Popularität, um gesellschaftliche Missstände des Landes zu thematisieren. लेकिन हंसना मुश्किल है। क्या हमारे हुकूक खत्म हो गए? हम उनसे छुटकारा हासिल कर चुके हैं। Während meines Aufenthaltes bin ich in einem Gästezimmer im Spital bei Dr. Ruth Pfau untergebracht. Sie ist mir schon lange bekannt als jene deutsche Ordensschwester, die als Ärztin seit mehr als 50 Jahren in Pakistan tätig ist. Es ist ihr Verdienst, wenn heute in Pakistan die Lepra keine Volkskrankheit mehr ist. Ihre Erfahrungen und ihr Netzwerk aus Krankenstationen machen sie zu einer idealen Anlaufstelle für mich. सलाम छुट्टी किया ये देखो अजीम ने डॉक्टर अजीम साहब छुट्टी की Mango Pier liegt weit im Norden von Karachi, dort, wo die Stadt noch nicht alles Grüne verdrängt hat. Hier hat Dr. Pfau ein Heim für jene errichtet, die krank sind, nichts mehr haben und alleine nicht überleben würden. Viele Afghanen sind hier, die von ihren Familien zurückgelassen worden sind. और ये ऑपरेशन से कुछ कर नहीं सकता जब कैंसर है फिर ये तो बड़ा होता फिर हम तो कुछ कर सकता लेकिन अब का दिमाग सूख गया और ये हम er hat eine Atrophie des Nebengehirns. Und da kann man nichts dagegen machen. Und die hat er im Kindesalter gehabt. Und jetzt, wenn sich da Narbenstränge bilden, verschlechtert sich das Befinden. Aber es betrifft nicht die Intelligenz. Also er wird seine mittlere Reife schaffen. Dann müssen wir uns überlegen, was wir damit machen. Mit einem ganzen Leben, ja. Stay right, this is stay left, this is stay right, this is stay change. And 1, 2. Es ist Sheema Kermani ein großes Anliegen, dass der klassische indische Tanz auch in Pakistan
als eigene Kunstform akzeptiert wird. Lange Zeit war er gänzlich verboten. Und es ist eine Form von Emanzipation, wenn Sheema jungen Mädchen lehrt, wie sie sich stolz und selbstbewusst mit ihren Körpern ausdrücken können. 1, 2, 3 and 4 and 5. I was a fat child, I was not interested in sports, and my mother thought that this is one way I'll get some exercise. So she put me into dance class. And all through my school life, I was a student of dance, kept on learning it as a extracurricular activity. I kept on going to dance class, but I never thought of taking it up seriously. Then I got involved in politics, and I got involved in the women's movement and in working for labor rights and things like that. So actually I went through some, I don't know how I can say it, but like a very aggressive violence from the police on myself, a kind of an assault, and which had made me very, oh dear, 2 minutes. It's about strength and it's about control. And what I find interesting about it is that it moves from this tribangi into this chalk in a very interesting way. Let's see the movement of the chalk. नीचे जाने वाला करिएगा. पहला जो exercise होती है ना. Ready? Go. Ta, thene, ta. Thene, ta, thene, thena, thene, ta. Thene, ta. Thene, ta, thene, thena, thene, ta. Thene, ta. Thene, ta, thene, thena, thene, ta. In 79, 80s, General Ziaul actually banned classical dance. So I had a performance at a friend's house and I invited about a few people. And it was incredible, but that at that performance, my friend was kind of aghast because 300 people turned up to see this performance. And we obviously hadn't made such an arrangement. It was like a small space and people just stood, and some people then parked their cars and sat on top of the cars to watch the performance. And it became, without my making it, it became like an act of defiance, because everyone knew that dance is banned. All the dancers that were in Pakistan had left the country, so I was the only one performing. Im Osten von Karachi, angrenzend an den Flughafen, befindet sich das Stadtviertel Malia. Ursprünglich wurden hier die zahllosen Flüchtlinge angesiedelt, die von überall her in die neue Wirtschaftsmetropole strömten. Heute leben hier auf engstem Raum unterschiedliche Volksgruppen in Kolonien nebeneinander, wie etwa die muslimische Belutsch-Kolonie und die christliche Punjabi-Kolonie. Dr. Pfau hat in diesen Slums eines ihrer Center errichtet.
Der Sender bestand schon seit langem, wahrscheinlich 15, 20 Jahre. Wir wussten genau Bescheid über die Leprasituation. Wir wussten weniger Bescheid über die Tuberkulose-Situation, aber da lernten wir auch langsam. Man muss natürlich wissen, ursprünglich war das eine Sweeper-Kolonie. Und Sweeper sind die unterste Klasse, die eigentlich untouchable, die Unberührbaren. Und das Tragische bei der Sache ist, dass das nun seit Generationen auch die Leute selber verinnerlicht haben.